Hi, heute möchte ich euch mal erklären, wie ihr Hauttöne malen könnt. Die Frage kommt immer wieder auf, deshalb dieses Video heute und am Ende vom Video zeige ich euch noch eine Übung, wie ihr das Ganze perfekt umsetzen und üben könnt. Bleibt also dran. Alles klar. Hier sieht man mal meine Palette, die ich jetzt zum Beispiel gestern Abend verwendet habe, um an diesem Bild weiterzumalen. Als erstes kann einem auffallen, man hat nicht 3 Töne, wie es oft gepredigt wird, dass man hier einen Hautfarbenton hat, ein bisschen braun und dadurch schon die Haut malen könnt. In echt ist es nämlich so, man hat verschiedenste Farben in der Haut. Das Ganze hängt immer davon ab, wo die Person steht. Das heißt, malt ihr eine Person, die im Wald steht, dann braucht ihr grüne Farben mit in eure Mischung. Malt ihr eine Person, die in einem blauen Raum steht oder ganz starker blauer Himmel ist, dann wird sich dieser Blauton auch in der Haut wiederfinden. Das heißt, die Haut ist immer wie ein kleiner Spiegel, die natürlich nicht ganz so stark widerspiegelt wie ein richtiger Spiegel, aber man hat die verschiedensten Töne drin, die sich in der Haut wiederfinden. Wie fängt man also am besten an? Man schaut sich das Referenzfoto an oder eben sein Gemälde, wenn man direkt so malen will, und sucht die Farben, die man dann malen will. Zum Beispiel hier könnte man jetzt in diesem Bereich braun sehen, dann nimmt man mal ein bisschen braun mit so einem Malermesser und macht es sich auf die Palette. Dann schaut man noch ein bisschen genauer hin und sieht, hey, da kommt ein bisschen lila mit rein, zack, ein bisschen lila rein. Und dann, ganz wichtig, malt ihr auf der Palette schon die ersten Übergänge. Dann seht ihr vielleicht, okay, da ist aber noch ein bisschen mehr Rot mit drin. Dann nehme ich ein bisschen Rot und ziehe das mit rein. Und so mache ich mir dann hier meine kleine Insel, eine Mischung, wo ich verschiedenste Töne drin habe. Also nicht 1 oder 2 Töne, sondern wirklich eine ganze Fülle von verschiedensten Tönen. Mit Rot, mit Lila, mit ein bisschen Blau, mit ein bisschen Grau. Bringe ich alles aufeinander und mische mir das immer so in verschiedene Ecken rein. Ich ziehe es einmal nach links, einmal nach rechts und dann habe ich wirklich verschiedenste Töne. Dann nehme ich einen Pinsel und teste, okay, wie liege ich? Bin ich an der richtigen Stelle? Habe ich meine Mischung gut gemacht oder brauche ich noch mehr Rot? Brauche ich vielleicht ein bisschen Blau? Und so kann man sich da richtig gut annähern. Ein wichtiger Tipp noch ist, dass ihr nicht einen Pinsel benutzt zum Malen. Das Problem ist, wenn ihr jetzt so einen hellen Bereich hier malt und dann danach einen dunklen oder noch schlimmer andersrum, ihr malt erst den dunklen und wollt dann in den hellen, dann wird dieser helle Bereich dreckig und schmutzig und ihr könnt ihn nie richtig schön malen. Deshalb ist es bei mir meistens am Ende so, dass ich 5, 6 verschiedene Pinsel mir hier irgendwo an die Palette gesteckt habe und dann hier rummal. Für euch zum Üben soll am Anfang erstmal 3 Pinsel langen, das heißt ein Pinsel für die richtig dunklen Farben, ein Pinsel für die mittleren Farben und ein Pinsel für die richtig hellen Bereiche. Dann könnt ihr nämlich anfangen, hier den Pinsel zu nehmen und mal in den dunklen Bereich zu gehen. Wenn ihr merkt, hey, jetzt will ich ein bisschen in den mittleren Bereich, nehmt ihr den anderen Pinsel und macht hier weiter. So also mit 3 Pinseln, dunkel, mittel, hell. Und wenn ihr noch weitergehen wollt, dann macht ihr euch noch eine Insel für den grünen Bereich, wieder dunkel, mittel, hell und könnt dann von dunkel alles verteilen, wie ihr wollt. Ein Tipp von mir noch, ich benutze, um dunkle Bereiche zu malen, Indigo Blau. Das ist, wenn man es aufs Papier macht, fast schwarz. Wenn ihr dann noch ein bisschen braun und ein klein bisschen rot oder was ihr halt haben wollt mit reinmischt, dann ist es schwarz. Aber wenn ihr ein bisschen weggeht davon, ein bisschen heller wird, dann zieht es ins Rote rein, ins Grüne, so wie ihr es eben wollt. Beim Schwarzen sagt man, oder einige Leute sagen zumindest, dass es die Farbe schmutziger macht. Und deshalb verwenden viele Künstler dieses Indigo-Blau, um die Sachen dunkel zu machen. Das gleiche zählt für die hellen Sachen. Für helle Sachen kann man natürlich immer mit Weiß aufhellen. Manchmal ist es aber besser, andere helle Töne zu nehmen. Zum Beispiel, wenn ihr schon sowieso in einem gelblichen Bereich seid oder da mehr rein wollt, könnt ihr auch zum Aufhellen das Gelb benutzen. Das macht auch viel heller. Das sind auf jeden Fall 2 wichtige Tipps, die ihr beachten könntet und ihr mal ausprobieren könnt, wie ihr damit zurechtkommt. Und jetzt
Im nächsten Abschnitt vom Video zeige ich euch noch den versprochenen Tipp von Anfang, wo ihr sehen könnt, wie ihr die Haut gut malen könnt und wie ihr wirklich das üben könnt an eurer eigenen Hand. Also bis gleich. Hier bin ich wieder. Jetzt zeige ich euch den Trick wie versprochen. Und zwar könnt ihr, um zu lernen, wie ihr die Hautfarbe malt, eure eigene Hand ein bisschen mit Frischhaltefolie einrollen. Das heißt, ihr nehmt ganz normal hier so ein Stück Papier, zieht es euch so über die Hand und versucht dann euren eigenen Hautton zu mischen. Ich werde jetzt gleich noch einmal die Ansicht wechseln, dass man das Ganze mal sieht, wie ich das hier jetzt an meiner eigenen Hand euch zeige, damit ihr es nachmachen könnt. Ich schalte kurz um, weiter geht's. Hier nun in der Ansicht auf der Palette und mit meiner wunderschönen Hand. Das heißt, ich gucke mir jetzt meine Haut hier an. Jetzt sieht man schon, ich habe da was drauf geschmiert, kann man wieder wegmachen. Was für Töne habe ich hier? Okay, jetzt kann ich als erstes mal sagen, ich nehme hier jetzt so ein kleines bisschen von dem schon leicht getrockneten Hautton hier. Also sag ich mal, so ein Grundton, dann sehe ich, okay, wenn ich den jetzt mal auf meine Hand mache, ich muss mal kurz schauen, ob man es sieht, dann sieht man schon, okay, voll daneben. Da fehlt komplett braun, da fehlt ein bisschen grün. Und deshalb nehme ich mir jetzt hier hinten ein kleines bisschen grün. Das ist mir schon fast ein bisschen zu viel und mische es hier ein bisschen ein. So. Dann nehme ich noch ein bisschen von diesem Braun hier. Zack. So, jetzt habe ich schon hier so eine kleine Mischung. Jetzt könnte ich es entweder mit dem Pinsel machen, aber ich kann es jetzt eigentlich auch direkt hier mit dem Messer machen. Okay, immer noch viel zu stark. Und jetzt mache ich das so lange, bis ihr seht, dass ich es nicht kann. Nein, Spaß. So, okay, dann muss ich ein bisschen dunkler ran hier. Dann nehme ich mir jetzt mal was von dem dunkleren Braun. Bringe das hier rein. Okay, jetzt sehe ich schon, es wird schon dunkler. Ich will es aber sogar noch ein bisschen mehr. Und ziehe mir hier an die Ecke wieder. Ich mache es halt hier alles ein kleines bisschen in der Ecke, weil der Rest von der Palette ist leider schon eingetrocknet von gestern. Jetzt ziehe ich mir hier so ein bisschen an der Ecke diese Farbe. Jetzt nehme ich doch mal den Pinsel und gehe mal ein bisschen rein. Und jetzt gucke ich mal, aha, jetzt an der einen Stelle, je nachdem wo man schaut, man müsste es halt auf dem Papier sehen, geht es jetzt hier schon mehr in die richtige Richtung. Das sehe ich jetzt aber bei mir gerade, wie gesagt, das hängt immer vom Licht ab, ich weiß jetzt nicht, wie es genau auf der Kamera ausschaut, ist da noch ein bisschen mehr grün. Und es zählt natürlich auch immer nur für einen kleinen Bereich. Oh, das sieht man jetzt gar nicht so gut. Und es kann jetzt natürlich sein, dass es auf der Kamera auch ein bisschen anders spiegelt. Aber man muss halt immer schauen, weil je nachdem, wo man auf der Hand malt, ist ja schon wieder eine andere Farbe. Das heißt, hier ist eine Ader, da ist dann ein bisschen Blau mit drin. Und dann kommt an der anderen Stelle wieder ein bisschen mehr Rot. Und so muss man halt gucken, dass man in die richtigen Bereiche kommt. Jetzt setze ich mal hier einen Punkt. Okay, das sehe ich jetzt. Das ist ein bisschen zu dunkel. Dann ziehe ich mir hier ein bisschen was von dem helleren rüber. Mach nochmal ein. Okay, passt. Und so könnt ihr jetzt über eure eigene Hand wandern und mal einfach verschiedene Mischungen ausprobieren, um dann zu sehen, wie kann ich eigentlich die Hautfarbe mischen. Und immer wenn es nicht geklappt hat, könnt ihr es einfach wieder wegmischen und neu probieren. Und so könnt ihr das Ganze echt sehr gut üben. Und ich werde euch auf jeden Fall empfehlen, mal eure eigene Hand mit ein paar Punkten versuchen abzubilden. Und wenn ihr die dann habt, dann könnt ihr sie rein theoretisch auch in echt gleich mit den Farben malen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir euer Feedback, ob euch der Tipp geholfen hat. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ob es euch weiterhelfen würde, wenn ich jede Farbe erkläre, die ich auf meiner Palette verwende, oder ob das Ganze für euch eher uninteressant ist. Ansonsten, wie immer, ich freue mich über euer Abo, euer Feedback, eure Meinung und natürlich über die Themen, die euch noch interessieren. Dann bis zum nächsten Mal und noch ein schönes Wochenende. Ciao.